Hi, mein Name ist Nadine, ich bin Yogalehrerin und ich erkläre dir heute, was Faszien sind. Die Faszie ist im Grunde dein Bindegewebe. Das heißt, alles, was deine Muskulatur, deine Knochenstruktur miteinander verbindet. Kannst du dir das vorstellen wie ein Netz? Und in diesem Netz können manchmal Verklebungen entstehen. Zum Beispiel durch Fehlhaltungen oder durch Sport in Form von Muskelkater. Das kann man ganz gut auflösen, indem man Faszienprodukte verwendet. Und da gibt es ganz verschiedene Varianten von. Du kannst das verwenden, um nach deinem Sport oder an Pausentagen deine Muskulatur wieder zu regenerieren. Oder du kannst es tatsächlich benutzen, um dich vor dem Sport aufzuwärmen. Und wie das geht, gucken wir uns jetzt an. Das hier ist die Faszienrolle. Die gibt es in unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel aus Kork oder aus Kunststoff. Das hier ist aus EVA. Und auch in unterschiedlichen Längen und Oberflächen. Was du bedenken kannst, ist der Härtegrad. Die hier ist zum Beispiel die weichste Rolle. Ich kann die so eindrücken und die ist gut geeignet, wenn du zum Beispiel ein schmerzempfindliches Bindegewebe hast oder viele Verspannungen oder gerade erst anfängst, mit deinem Bindegewebe überhaupt zu arbeiten. Die Rolle dazwischen, auch wenn die vielleicht gar nicht so aussieht, wäre diese. Du siehst, die hat keine glatte Oberfläche, da sind so Noppen drin. Und gerade wenn du punktuelle Verspannungen hast, die vielleicht sogar sehr schmerzhaft sind, kann das ja auch eine ganz gute Variante für dich sein. Wenn du aber schon sehr lange mit deinem Bindegewebe arbeitest, viel dehnst zum Beispiel oder dich generell viel bewegst, kann es auch sein, dass du gar nicht so schmerzempfindlich bist, sondern kann auch die Rolle aus Kork, ein schönes Naturmaterial, für dich geeignet sein. Ich habe mir jetzt die Rolle aus Kork gewählt. Die hat eine schöne Größe, dass ich gleich beide Oberschenkel zum Beispiel gleichzeitig rollen kann. Überhaupt willst du mit der Rolle die großen Muskelgruppen rollen. Also zum Beispiel eben deine Oberschenkel, deine seitliche Beinmuskulatur, insgesamt die Beine oder auch den ganzen Rücken. Auch da kommt es wieder so ein bisschen drauf an, was du gerne damit machen möchtest. Die Rolle kannst du einfach auf deine Matte legen. Die Matte verhindert, dass du wegrollst mit der Rolle und dass die Rolle abhaut. Und dann kannst du zum Beispiel in so einen ganz entspannten Seitstütz gehen. Wenn deine Handgelenke empfindlich sind, geht es auch auf den Unterarm. Das eine Bein kannst du ausstrecken. Du bringst die Mitte deines Gesäßes seitlich da drauf. Und dann kannst du hier einfach so ein bisschen vor und zurück rollen. Gerne so ein bisschen nach vorne und nach hinten wandern und dann schauen, dass du wirklich den ganzen Oberschenkel mitbekommst. Das wäre jetzt die Außenseite im Oberschenkel. Von hier aus kannst du dich ganz einfach erst auf die andere Seite drehen oder den gesamten Oberschenkel rollen. Vorteil von der Breite dieser Matte, dieser Rolle, ist, dass der Oberschenkel komplett drauf liegt. Und dann kannst du auch hier rollen. Das geht auch super auf den Unterarmen. Du hast außerdem so ein bisschen Aktivität im Bauch dabei. Für die Beininnenseite legst du die Rolle einmal quer und dann kannst du das Bein hier so drüber anwinkeln, die Beininnenseite da drauflegen und die Rolle eben genauso seitlich benutzen. Natürlich kannst du damit auch die Beinrückseite rollen. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Entweder du setzt dich mit dem ganzen Hintern drauf oder aber du legst ein Bein drüber oder beide und rollst erstmal nur die Wade. Auch das in so einem Stütz. Wenn der Stütz viel für dich ist, für deine Handgelenke zu viel ist, einen Fuß aufgestellt, eine Wade. Wenn du ein bisschen mehr Druck möchtest, beide Beine übereinander. Richtig schön. Und die Beinrückseite rollst du die Rolle einfach ein bisschen höher und rollst dann so darüber. Unterschiede hast du eigentlich nur da drin, ob du die Rolle als aktivierende Übung benutzen möchtest. Dann würdest du kurz rollen über den ganzen Muskel oder ob du eher in eine Entspannung gehen möchtest mit der Rolle. Dafür würdest du die Positionen etwas länger halten und eben wirklich auch darüber entspannen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt meine Beinrückseite entspannen möchte, halte ich hier an dem Punkt, wo ich merke, da ist wirklich viel Spannung drin und atme 3-4 Mal durch. Komm dann runter
such mir die nächste Position und so weiter. Das gilt für alle Übungen, die ich dir gerade schon gezeigt habe. Wenn du dich für einen Faszienball interessierst, ist hier die Größe entscheidend. Je größer der Ball ist, desto weniger intensiv ist die Übung. Wenn du also einen ganz kleinen Ball wählst, könntest du eventuell denken, dass es am wenigsten intensiv ist aber genau andersrum. Der kleinste Ball ist ungefähr, als würdest du mit dem Ellenbogen eine Stelle ganz intensiv massieren. Ist also eher was, wenn du schon ein gut gedehntes Bindegewebe hast und wirklich an Punkte kommen möchtest, die tief sitzen und du auch ein bestimmtes Schmerzempfinden hast, was vielleicht schon eher unempfindlich ist. Wenn du empfindlicher bist, wählst du den mittleren Ball und wenn du sehr empfindlich bist oder große Flächen massieren möchtest, wie zum Beispiel den Oberschenkel, den Oberarm oder ähnliches, kannst du auch den großen Ball verwenden. Als Besonderheit gibt es noch den Peanut-Ball. Der ist im Grunde 2 Bälle, die zusammengefügt sind und dafür gedacht, dass du seitlich der Wirbelsäule massieren kannst, sodass die Wirbelsäule genau hier in der Mitte liegt und du die Muskulatur, den Rückenstrecker außen, links und rechts dran vorbei massieren kannst. Unterschiedliche Materialien sind hier eher Geschmackssache. Wir wollen jetzt einmal die Füße ausrollen und dafür kannst du einen Ball wählen, egal in welcher Größe eigentlich. Ich nehme mir den kleinsten. Ich habe auch kleine Füße. Wenn du zum Beispiel vor dem Sport deine Füße ausrollen möchtest, dann empfehle ich dir, dass du in kurzen Bewegungen einmal nur die Plantarfaszie, also die ganze Fußsohle, abrollst und wirklich schnelle Bewegungen machst. Das machst du auch nicht so super lange, vielleicht 10, 15 Sekunden lang und dann wärst du schon aufgewärmt im Fuß. Machst das natürlich auf beiden Seiten. Und wenn du aber stattdessen nach dem Sport, nach dem Yoga oder einfach nach einem langen Tag, wenn du viel gestanden hast, unbequeme Schuhe anhattest, deine Füße eher entspannen möchtest, dann suchst du dir nach etwas langsameren Bewegungen über den ganzen Ball einen Punkt kurz hinter den Zehenballen und hältst dort. Das Knie darf ruhig so ein bisschen beugen, dass das nicht komplett durchgestreckt ist, dass du dir hier nicht eine neue Verspannung holst. Verspannungen wollen immer irgendwo anders hin in den Körper, also versuch den Rest des Körpers wirklich locker zu lassen und atme hier für ein paar Sekunden, bis du merkst, die Dehnung lässt nach oder auch der Schmerz lässt nach. Schmerz ist völlig normal. Danach wählst du eine Stelle vor der Ferse und auch hier schaust du einfach mal, wo der Punkt ist, wo es am meisten Intensivität hat. Wenn du das Ganze intensivieren möchtest, vielleicht schmerzunempfindliche Füße hast, dann kannst du das Ganze natürlich auch auf einem Fuß machen. Das stärkt außerdem noch zusätzlich dein Fußgewölbe, deine Knöchelstruktur und auch deine Knöchelstabilität. Etwas, was zum Beispiel häufig zu Muskelschmerzen oder zu Rückenschmerzen führt, ist, dass wir zu viel sitzen. Dadurch ist dein Gesäß in der Außenseite sehr eng und könnte auf den Ischiasnerv drücken. Um da Abhilfe zu schaffen, kannst du ein Bein ausstrecken. Das muss auch nicht ganz ausgestreckt sein. Gerne bleibst du so ein bisschen gebeugt im Knie und das andere Bein ist angewinkelt. Dabei ist auch völlig unerheblich, ob die Ferse nah am Becken liegt oder richtig weit weg. Wichtig ist, dass du in deine äußere Gesäßhälfte kommst und da platzierst du den Ball. Du weißt, dass du richtig bist, wenn es nicht mehr ganz so angenehm ist. Je größer der Ball, desto weniger intensiv ist die ganze Geschichte. Also wenn du einen sehr kleinen Ball gewählt hast und das zu viel ist, wähl vielleicht lieber einen größeren. Für den ganzen Körper bietet es sich auch an, unterschiedliche Größen zu haben. Und wenn du den Punkt dann einmal gefunden hast, kannst du dich so ein bisschen vor und zurück bewegen. Und wenn du richtig bist, weißt du ziemlich genau, dass du hier richtig bist, kannst die Hände aufstellen, einen Moment warten, bis der Schmerz nachlässt.